Ich bin Chung Ting Nguyen, Rufname Ting. Ich komme aus Deutschland, bin in Deutschland geboren, um genau zu sein in Erfurt. Und ich bin, jetzt muss ich nochmal nachrechnen, 26 Jahre alt. Nach 26 Jahren ist es halt immer ein Kampf, wenn man nicht aussieht wie ein Deutscher. Ich bin vietnamesischer Herkunft, meine Eltern sind Vietnamesen, beide. Die wollen natürlich mich eher als Vietnamesen sehen. Deshalb hat man halt die Frage, wie andere dich sehen wollen. Und so siehst du dich halt selber teilweise auch. Und meine Erziehung war halt vietnamesisch geprägt, dementsprechend bin ich halt vietnamesisch aufgewachsen. Und ja, ich fühle mich teilweise vietnamesisch und größtenteils halt deutsch. Deswegen würde ich sagen, ich fühle mich am ehesten als Deutschen. Das Aufwachsen war halt schwierig. Also gerade, ich bin ja 91 geboren und entsprechend kurz nach der Wende mit den Deutschen aufgewachsen, mit uns Deutschen aufgewachsen. Die sehen dich halt nicht immer als Deutschen. Du musst dich teilweise rechtfertigen, warum du in diesem Land bist, obwohl du ja nichts dafür kannst, theoretisch. So eine Art Geburtsschuld, Geburtslast. Du bist hier in diesem Land, siehst aber nicht deutsch aus, deswegen, warum bist du hier? Was machst du hier? Was willst du erreichen? Diese Fragen stellt man sich selber, diese Fragen stellen dir halt aber auch andere. Und ja, das ist halt der Kampf, dass man nicht von vornherein akzeptiert wird, wie andere, die halt deutsch aussehen und sagen wir mal biodeutsch sind. Ja, ich glaube das erste Mal, wenn man sich selber im Spiegel betrachtet, also halt quasi als kleines Kind und andere Kinder sieht. Dann sieht man Unterschiede, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man ist nicht deutsch oder nicht vietnamesisch oder sonst was. Man merkt einfach nur, man ist irgendwie anders. Und je größer man wird, dann hört man das ja auch. Also dann wird das auch verbalisiert. Die fangen halt an, Witze zu reißen. Zum Beispiel, ja, Xing Shang Chong, Chinese aus Beton. Obwohl man ja eigentlich kein Chinese ist und eigentlich auch gar nicht so aussieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Man merkt nicht nur, dass man anders ist, man kriegt das dann halt direkt vorgesetzt. Es ist halt gang und gäbe in Vietnam, dass die familiäre Bindung mitunter das Wichtigste ist. Und entsprechend wichtig war es für meine Familie, dass ich dann halt auch den Rest der Familie kennenlerne. Ich glaube, das erste Mal bin ich mit 6 oder 7 Jahren nach Vietnam, habe dann halt meine Großeltern kennengelernt. Also es war halt nicht untypisch, dass ich dann halt nur Leute gesehen habe, die ungefähr so ausgesehen haben wie ich. Keine Ahnung, als Kind habe ich halt gesagt, ja, ich bin in Deutschland geboren, einfach Frage, ich bin Deutscher. Irgendwann sagt man sich, ja gut, ich sehe ein bisschen anders aus, also eigentlich bin ich ja Vietnamese. Und das wird dann halt immer schwieriger. Irgendwann kommt die Frage, wie fühlt man sich denn halt eigentlich? Was ist deine nationale Identität? Man kann das auch auf die Sprache münzen. Am ehesten habe ich Deutsch gesprochen, also dachte ich, gut, dann bist du ja theoretisch eher Deutscher. Aber Vietnamesisch kannst du auch, also bist du ja theoretisch auch Vietnamese. Aber ja, das sind einfache Fragen und relativ einfache Antworten, aber die waren halt nicht die, mit denen man sich halt letztlich zufrieden gegeben hat. Heute sehe ich das ehrlich gesagt ein wenig lockerer. Ich meine, klar, manchmal wurmt es mich, wenn halt Leute fragen, wo kommst du her? Und damit meinen sie nicht, aus welcher Stadt kommst du, sondern aus welchem Land deine Vorfahren kommen. Das nervt mich zwar immer noch, aber eigentlich, ja, sage ich mal, habe ich die Reife erreicht, dass ich sage, ja, eigentlich ist es mir auch egal. Ich finde, dass die moralischen Vorstellungen von Vietnamesen und Deutschen sich durchaus unterscheiden. Und dadurch, dass ich hier eher aufgewachsen bin und dass die Ziele meiner Eltern halt nicht mit meinen Zielen konkurrent sind, würde ich sagen, dass ich dann halt das Deutschsein halt mit deutschen Werten und Normen verbinde. Für die Zukunft, also wenn ich irgendwann mal Frau und Kinder haben sollte, was ich denen eigentlich dann vermitteln möchte, welche Identität die eigentlich haben sollen. Also ich habe für mich jetzt keine Probleme mit meiner Vergangenheit. Ich finde, ich habe damit aufgeräumt, aber was ich mit der Zukunft mache, das weiß ich gar nicht. Das wird Vietnamesisch in mir. Das respektvolle Verhalten, würde ich sagen. Egal ob alt, jung, krank, Männlein, Weiblein, dass ich denen halt was zeigen möchte, was die noch nicht kennen, egal ob die mir fremd sind oder nicht. So machen das halt die Vietnamesen. Wenn sie halt Fremde sehen, sagen sie, ja, komm her, setz dich zu uns, erzähl von dir. Was deutsch an mir ist, meine Pünktlichkeit, würde ich sagen. Ich hasse es wirklich aufs Tiefste, wenn ich dann halt 15 Minuten auf jemanden warten muss, obwohl wir dann halt was vereinbart haben. Vielleicht ist es einfach nur eine eingebildete deutsche Eigenschaft, weil jedes andere Land sagt natürlich, hier, deutsche Pünktlichkeit ist das oberste Gut, aber dummerweise kommen meine Freunde, die ja eigentlich deutsch sind, andauernd zu spät. Also so deutsch kann dann die Eigenschaft ja dann doch nicht sein. Und wenn man halt auf Dinge achtet, dann
dann sieht man die halt auch eher. Und wenn man halt das ausblendet, dann ja, merkt man das auch gar nicht so sehr. Aber gerade in der Jugend habe ich dann halt immer irgendwelche dummen Sprüche gehört. Es ging keine Woche, wo ich dann halt nicht darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich halt nicht Bio-Deutsch bin. Teilweise von Freunden, ohne dass sie es halt wussten. Natürlich aber auch viel mehr von Fremden, aber auch sogar von der eigenen Familie, die das halt gar nicht so wirklich wahrgenommen haben. Ja, klar, diskriminiert wurde ich schon, also wurde ich häufig, aber den Rückhalt, den hatte ich wesentlich stärker wahrgenommen. Die positiven Worte, die halt dann doch wiederum die Freunde dann halt aufbringen können, die dann halt sagen, ja, du bist halt Deutscher, du bist hier aufgewachsen, du gehörst zu uns. Und das ist eigentlich das Wichtige.